Lauf der Tätigkeit, die ich jetzt doch schon ein paar Jahre mache, habe ich das zunehmend ist mir bewusster geworden, dass neben der technischen Fähigkeit das Zwischenmenschliche das Allerwichtigste ist. Das ist auch gleichzeitig das Schöne an dieser Musik und an dem Produzieren von dieser Musik, von akustischer Musik. Dass die Technik per se jetzt nicht dominant ist. Wir wollen einen Klang einfangen, der von Menschen gemacht wird. Deswegen geht es um die Menschen, die diesen Klang fabrizieren müssen mit einem Stück Holz oder mit ihrem Körper selbst, mit ihrer Stimme. Nicht nur die Musik wiederzugeben, sondern sich auszudrücken. Das ist das Ziel. Wir wollen eine Situation schaffen, wo eine Person, die eine bestimmte Fähigkeit hat, sich ausdrückt. Also wir müssen irgendwie einen Freiraum schaffen und zwischenmenschliche Beziehungen finden auf vielen Ebenen statt. Wir kommunizieren zu einem sehr großen Teil nonverbal und das muss mir bewusst sein, wenn ich in eine Sitzung gehe. Der Moment dieses Setups, so wie wir es jetzt hier haben, ist ja bei uns genauso. Das ist ja schon das Präludium oder da läuft's dann eigentlich schon und das ist so ein Ersteindruck. Ich muss rausfinden, ist es Person Rampensau oder ist es die Person, die halt in einem intimeren Setting sich entfalten kann. Bei der Rampensau wird man wahrscheinlich eher versuchen, die Person in ein Live-Setting zu bringen. Sprich, anzuregen, eher Live-Recordings zu machen. Oder man holt ein Publikum in die Session rein. Und wenn das nur 3 Leute sind, das kann den Ausschlag geben. Wenn jemand, so wie ich eher wahrscheinlich ticke, sich eher künstlerisch entfalten kann, wenn er sich unbeobachtet fühlt und diese Freiheit hier erlangt, diesen Schwebezustand, dann verhalte ich mich natürlich viel dezenter. Da muss die Technik komplett verschwinden. Also da gibt es dann keine Take-Nummer, da gibt es auch keinen offiziellen Take-Start, sondern da muss man, so wie wir jetzt hier, dann frei reden und es jetzt gar nicht offiziell läuft, sondern das ist jetzt so shakern, bevor es richtig losgeht. So eine Atmosphäre hilft mal prinzipiell schon sehr. Und dann gibt es aber genauso die Leute, die wollen von Takt 30 bis Takt 50. Ja. Der braucht die klare Ansage. Und die können das dann aber auch abliefern. Der spielt ja dann die Takte so abstrakt. Da ist unsere Aufgabe Buchhaltung. Und zu sagen, da ist noch ein Geräusch, hier hat es gequietscht, da war es ein bisschen zu hoch. Und bei den Leuten, wo man diese Situation schaffen muss? Ja, die sind ja wahrscheinlich interessanter für dich. Man kann es nie verallgemeinern. Jede Session ist komplett anders, jede Situation ist anders. Vor allem bei den Leuten, die sagen wir mal, oft ihr Herz offener aufmachen, also die verwundbarer sind, dass ich klar mache, dass ich nicht unfehlbar bin, weil ich bin in einer Machtposition, indem ich mich durch den Lautsprecher zu Wort melde. Also selbst sehr etablierte Künstler erkennen das an, dass die Stimme aus dem Lautsprecher irgendwie eine Art von Autorität hat, weil die draußen sitzt, die überblickt das im Idealfall alles, hat die Noten vor sich, hört vielleicht sogar besser. Also die Person ist einfach so von außen und von oben angesehen. Sprich, ich muss auch ganz klar sagen, ich bin Partner. Ich kann das in den meisten Fällen nicht spielen, was die Personen oder singen, was die von sich geben. Also diese Leistung, die ich beurteile von jemand anderem, die bin ich nicht selbst in der Lage zu erbringen. Das muss man mal, also diese Demut sollte schon irgendwie mal geäußert werden. Und die fehlt vielen Kollegen, meiner Meinung nach. Gleichzeitig muss ich natürlich eine gewisse Autorität ausstrahlen, aber im Idealfall dadurch, dass ich kompetent rüberkomme und bin und dass ich den Überblick habe über die Situation und über das Werk.
Sprich, ich sage, wir machen das gemeinsam. Und manchmal sitze ich dann auch im gleichen Raum. Das hilft sehr. Und viele Wiederholungen und auf kleinen Schnipseln herumreiten kommt da eher schlecht an. Das muss man wirklich sagen. Da gibt es vielleicht eine kleine Verbesserung und dann geht es aber irgendwann bergab und geht gar nicht mehr. Introvertiertere Personen wollen mehr das Gesamte sehen und haben vielleicht Angst vor dem Detail. Die schätzen auch mehr den gesamten Bogen. Das heißt, man macht mal längere Abschnitte. Vielleicht hört man sich mal gemeinsam an, je nachdem, wie gut das war. Aber auf jeden Fall immer einbeziehen, die Person. Nicht in einen Sie wünschen, wir spielen Modus übergehen. Dann größere Abschnitte, schauen, wie entwickelt sich, wird es besser, gibt es fundamentale Probleme, wie spreche ich das an? Wenn es jetzt eine Person im Ensemble ist, würde ich mal zu der vielleicht hingehen in einer Pause, dass man das nicht global über die Totale bespricht und einfach mal redet, blöde Stelle, was machen wir da? Das ist irgendwie das auf einer Aufnahme, wollen wir das irgendwie umarrangieren. Manchmal ist das ja auch so, dass was einfach so beschissen geschrieben ist, dass es unspielbar ist. Das ist ja relativ oft. Dann wissen die Leute, der will ja das Beste rausholen. So, das möchte ich auch, wir ziehen an einem Strang. Das Gute ist ja, jeder will ja das Beste rausholen. Das ist ja das Wichtige, dass du gleich zu Beginn der Session oder schon beim Einrichten, beim Aufbauen irgendwie vermittelst, wir sitzen im gleichen Boot. Wir wollen, beide Seiten wollen was Bereicherndes den vielen unzähligen Aufnahmen, die es schon gibt, hinzufügen. Um zu verdeutlichen, dass es Teamwork ist es natürlich ganz wichtig, im Verlauf der Session immer schnell zu antworten, zu kommunizieren. Dann nehmen die das, glaube ich, wahr wie einen sehr engagierten Mitmusiker. Das Take ist vorbei und mein Professor hat immer gesagt, das erste Geräusch macht der Musiker. Also man hört, ja, die Spannung lässt nach, der Bogen wird abgesenkt oder man hört den Sessel knarzen, dann weiß ich kann mich jetzt mal melden. Und sagen mal was, ja. Und machen aber keine Ansprachen und musikwissenschaftlichen Ausführungen, weil ich im Idealfall in der Musik so drin bin, dass es mich bewegt oder nicht bewegt und dementsprechend ist meine Reaktion und die ist nicht gekünstelt. Ich beobachte es immer wieder, wenn ein Aufnahmeleiter was wirklich Tolles nicht lobt, aber nicht aus einer schlechten Absicht, sondern einfach, weil er froh ist, dass er jetzt die Stelle hat und so Stress hat, und nur das sieht, was noch zu erledigen ist. Das ist ein banaler Fehler, glaube ich, den viele machen. Aber das ist so wichtig und das ist nur, wenn man sagt, super, wir haben das, toll, oder das war jetzt eine schöne Variante. Wichtig ist es, transparent zu machen, warum man was wiederholt. Wenn die Frage kommt, warum soll ich das nochmal spielen, dann da kriege ich schon ein bisschen Herzklopfen, weil das ist ein schlechtes Zeichen. Weil dann stellt er einfach die Sinnhaftigkeit in Frage. Mit musikalisch detailliertem Feedback und genauen Angaben, wo was auffallend war, positiv wie negativ, hilft sehr, die Vertrauensbasis aufzubauen und zu stärken und zu halten. Also das Zeigen, dass man aufmerksam musikalisch zuhört, ist essentiell. Das ist das, das eine ist das Atmosphärische, aber das ist natürlich das Fachliche. Gleich zu unterbrechen ist natürlich sinnvoll, wenn man merkt, die Energie geht flöten und wir haben die Stelle noch nicht und die spielen immer weiter, spielen da immer drüber. Dann ist es sinnvoll zu unterbrechen. Und das kündige ich aber dann meistens im Vorfeld schon an, wenn ich weiß, jetzt geht es langsam bergab. Bitte machen wir nochmal die Stelle. Ich erlaube mir aber zu unterbrechen. Dann wissen die schon, es reißt sie nicht komplett raus. Und dann suche ich mir natürlich eine Stelle, die nicht sagen wir mal, im lyrischsten, weichen Teil werde ich jetzt nicht Danke reinrufen, sondern werde versuchen, das. Deswegen ist es auch wichtig, dass die Qualität des Talkback-Mikrofones gut ist. Das soll nicht so nach
Volksempfänger klingen da im Saal, sondern ich finde, das sollte ein satter Klang sein, also so wie wenn ich halt daneben sitzen würde. Ich kann dir kein Rezept geben, wie ich einen Musiker begrüße bei der Sitzung. Das fängt ja schon mal damit an, wie kommt denn der überhaupt an? Hatte der jetzt einen anstrengenden Flug? Ist da viel schief gelaufen? Ist die Tuba überhaupt mitgegangen beim Flug? Oder ist das Blechensemble jetzt ohne Tuba da und müssen die jetzt ein Ersatzinstrument organisieren? Dann werde ich wahrscheinlich mal mit einem gewissen Galgenhumor reingehen. Also ich muss erkennen, wie kommt jetzt der gerade an? Will der jetzt sofort loslegen oder braucht er mal eine Pause? Und ich muss mich einfach mal anpassen, oder anpassen ist das falsche Wort, ich muss mich einstellen auf die Person. Ich muss in Resonanz treten mit ihr. Es gibt natürlich dann Situationen, wenn jemand da einfach nicht gut drauf ist, ja, oder einen schlechten Flug hatte, wo ich mir denke, ja, okay, aber sei halt jetzt professionell und zieh es durch. Irgendwie denke ich mir manchmal vielleicht dann schon. Aber ich muss Kapazitäten haben, sowas abzufangen. Also man muss irgendwie, für meinen Beruf ist es wichtig, psychisch stabil zu sein. Also in sich möglichst gut im Balance zu sein. Weil man schnell und regelmäßig in Ausnahmesituationen kommt. Jede Musikaufnahme ist bis zum gewissen Grad eine Extremsituation. Oder zum Beispiel, was auch auf die Technik zuspielt, ist, ich muss meine Technik so beherrschen, dass ich auch ganz schnell was zuspielen kann. Das heißt, ich muss schnell in dieser Wellenform finden, wo ist jetzt der Takt 370 oder so. Ja, oder wo ist die Durchführung, wo ist Reprise. Oder idealerweise weiß ich immer zu jedem Zeitpunkt in der Partitur, was für ein Tempo ist. Sprich, ich habe immer das Metronom da und schreibe mir für jede Sektion den Puls auf. Es sind oft kleine Details in der nonverbalen Kommunikation, die eine Situation zum Kippen bringen können. Zum Beispiel hatten wir in einer Sitzung, war immer ein Klavierstimmer dabei, und der ist bei mir im Regieraum gesessen und hatte ein Weckerl als Jause dabei. Und wie die halt in so einem Papiersackerl verpackt sind, hat das geraschelt. Und ich spreche über das Talkback mit der Künstlerin und der hat hantiert da hinten mit seinem Papier. Und ich habe das genau gewusst, dass das eigentlich ein No-Go ist, habe es aber nicht unterbunden. Sprich, das ist immer wieder mal passiert. Aus irgendeinem Grund habe ich das nicht zu ihm gesagt, don't do it. Also Pause ist Pause und jetzt arbeiten wir. Das kommt ganz schlecht an draußen. Wenn jemand am Flügel sitzt, Höchstleistungen bringt und draußen und über den Lautsprecher mitkriegt, da wird Pause oder wird gegessen. Selbst wenn ich jetzt voll konzentriert dabei war, der Kollege der war nur auf Abruf, um stimmen zu müssen, hat mitgehört und war auch voll bei der Sache, aber unbedarft oder unbedacht. Das ist das, was wir uns immer, und selbst wenn man das jetzt schon länger macht, immer wieder neu vor Augen führen müssen. Das ist so heikel und das geht so schnell in die Hose. Und das kann dazu führen, dass jemand sagt, mit dem will ich nicht mehr arbeiten. Setzt mir jemand anderen rein oder wir brechen ab. Ja. Die Fähigkeit, für jemanden musikalischer Partner zu sein, ohne dass ich jetzt das Instrument so beherrsche wie die Person, aber trotzdem etwas Substanzielles, Künstlerisches beitragen kann, in Details oder in Einzelfragen oder vielleicht in einem großen Überblick, ist natürlich sehr schön. Und einer der Hauptantriebsfedern, warum man den Beruf macht. Und das ist vielleicht auch das, was unsere Legitimation ist. Warum sollte sich jemand engagieren, um was aufzunehmen? Mittlerweile ist das ja leicht technisch kein Problem mehr. Ja, es ist wie ein Coaching oder wie Proben. Ich finde, Aufnehmen ist wie intensivstes Proben. Für klassische Musiker ist es, glaube ich, wichtig, ein Gegenüber zu haben, dass die Musik kennt und dass eine Person, die sich damit befasst hat, auf irgendeine Art und Weise und eine Meinung dazu hat. Im Idealfall kann man halt beides.
Wenn man auf der Universität das studiert, dann lernt man das Rüstzeug, das Werkzeug, die ganzen Techniken, wie man sich gut organisiert in einer Partitur und wie man notiert und wie man schneidet, wie man aus vielen Schnitten irgendwie was machen kann. Diese Herangehensweise sollte aber nicht dein Denken oder deine Arbeitsweise dominieren. Man sollte eben dann erkennen, der Musiker braucht jetzt ganz was anderes. Ich sehe das bei Leuten, die ich bewundere, die in der A-Liga unterwegs sind, die wir ja doch immer wieder treffen, wenn man ihnen assistiert oder mit ihnen ein Projekt macht, zu denen man dann aufblickt. Die haben das alle, die wissen genau, wann es besser ist, den Mund zu halten und wann man sich einbringt und sind eher dezente Leute, keine lauten Leute. Wir sind nicht passiv, aber wie nennt man das? Einfach mit Taktgefühl. Man braucht Taktgefühl.